Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Kongabergen Konga Crafts. Heute zeige ich euch mal, wie ich eine Klatsch aus Mohair nähe. Ihr könnt natürlich auch Fell, Plüsch und so weiter nehmen, aber ich habe jetzt so viel Mohair noch übrig von meiner damaligen Zeit, als ich noch Künstlerbären gemacht habe. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mal eine Klatsch, mal gucken wie das wird. Beim Zuschneiden von Mohair, gerade wenn es etwas länger ist, müsst ihr aufpassen, dass ihr die Haare nicht abschneidet. Ich zeige euch das im Video, wie das geht. Bezugsquellen für Material und weitere Infos, die das Video betreffen, findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich mache hier keine Werbung für irgendwelche Firmen, das mache ich ganz von mir aus, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Und wenn euch mein Kanal und meine Videos gefallen, könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Und wenn ihr da noch die kleine Glocke nebendran aktiviert, dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Wenn ihr Mohair, Fell und so weiter zuschneidet, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr diese Haare hier nicht abschneidet. Ihr dürft auf keinen Fall so drüber schneiden. Also auf keinen Fall, weder von rechts noch von links. Also nie so. Sondern ihr müsst am besten von der linken Seite mit der unteren Schneide durch die Haare durch und die Schneide immer am Stoff entlang führen, wie wenn ihr mit der unteren Schneide einen Scheitel durch die Haare zieht. Also immer am Stoff entlang und schneiden. Ihr seht, die Haare sind noch alle vollständig. Das sind alle Stoff- und Lederteile, die ihr braucht. Das ist das Mohair, das ist der Futterstoff, den ich hier mit Flissline hinterbügelt habe. Dann die Innentasche, für zum Beispiel das Handy, die ich zur Hälfte mit Flissline bebügelt habe. Das ist der Abschluss für die Innentasche. Das ist der Karabiner für Schlüssel mit dem Lederstückchen. Und die D-Ringe für eine Taschenkette oder einen Riemen, wenn man möchte, oder einfach nur um Taschenschmeichler dran zu hängen. Und das ist für die Schleife. Hier seht ihr sie fertig. Dann die Innentasche mit dem Abschluss, der Karabiner und die seitlichen D-Ringe. Ich habe hier einen Taschenschmeichler rangemacht. Um die Ecken abzurunden, habe ich einfach so eine kleine Dose genommen, falls ihr ohne Schnitt zuschneidet. Wir fangen klein an mit dem Karabiner. Beim Lederstückchen hier auf die linke Stoffseite einen Klebestreifen hinmachen, Papier abziehen und exakt zusammendrücken. Das macht das spätere Nähen leichter. Und genauso machen wir das mit den D-Ringen. Um die richtige Stelle für den Klebestreifen zu finden, den D-Ring einfädeln, so wie es später sein soll, festhalten, aufklappen und ein paar Millimeter neben dem D-Ring einen Strich ziehen. Dann den Klebestreifen am Strich anlegen, zuschneiden, Papier abziehen, D-Ring einfädeln und kleben. Nun die Innentasche rechts auf rechts zusammenlegen, klammern oder stecken. An der offenen Längsseite eine kleine Wendeöffnung von ca. 5 cm einzeichnen. Dann hier entlang nähen, Wendeöffnung aussparen. Anfang und Ende jeweils verriegeln. Die Nahtzugabe und Ecken zurückschneiden, dabei die Wendeöffnung aussparen.
Jetzt auf rechts wenden, also von innen nach außen stülpen. Die Ecken und Kanten gut ausarbeiten. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen schlagen, so dass alles eine Linie ergibt. Und anschließend gut bügeln. Beim Abschlusslederstreifen der Länge nach mittig eine Linie zeichnen. Unterhalb dieser Linie einen Klebestreifen aufbringen. Papier abziehen und die Innentasche mit der Wendeöffnung nach unten, Vorderseite nach oben und der gefalteten Kante an der Linie und auf den Klebestreifen legen und festdrücken. Also das ist die Vorderseite. Nun den Streifen oben umlegen und festklammern. Und jetzt hier entlang nähen. Anfang und Ende verriegeln. Ein Obertransport ist hier von Vorteil. Den habe ich leider vergessen runterzumachen und hab's nicht gemerkt und mich noch gewundert, dass das Kunstleder sich so staucht. Und deshalb bin ich etwas vom Weg abgekommen. Naja. Zum Futterteil. Im Futterteil von der geraden Seite 25 cm nach oben messen und markieren. Auf beiden Seiten. Und dann nochmal bei 12,5 cm von der geraden Seite her. Im Mohairteil nur bei 25 cm markieren. Jetzt im Futterteil unten an der kurzen geraden Seite eine Wendeöffnung von 12 cm markieren. Nun mittig zwischen den beiden Markierungen die Innentasche platzieren, so dass sie rechts und links im gleichen Abstand ist, sowie oben und unten der Markierung. Und stecken. Hier rechts oben verriegeln, runter, hier entlang, dabei wird die Wendeöffnung automatisch verschlossen, hoch und wieder verriegeln. An den Ecken Nadel unten lassen, Füßchen hoch, drehen, Füßchen runter und weiternähen. Das Mohairteil nehmen und ein paar Millimeter unterhalb der 25 cm Markierung die D-Ringe auf der rechten Seite, also die Haarseite, nach innen weisend anbringen. Das Lederstückchen außen etwas überstehen lassen und klammern. Knapp kantig mit ein paar Stichen fixieren. Jetzt das Futterteil rechts auf rechts auf das Mohairteil legen. Hier unten an der geraden Kante stecken und darauf achten, dass ihr das Haar nach innen streicht, da ihr später sonst zu viel rauszupfen müsst.
Ich nehme dazu gerne einen Stielkamm. Also beide Stoffe mit Daumen und Zeigefinger festhalten und mit dem Stiel des Stielkammes zwischen beide Stofflagen das Haar nach unten streichen und stecken. Und nähen. Anfang verriegeln, bis zur Wendeöffnung nähen, verriegeln, Wendeöffnung aussparen, verriegeln, bis zum Ende nähen und wieder verriegeln. Den Karabiner anbringen. Den Karabiner nach unten weisend neben die Innentasche auf gleicher Höhe aufnähen. Und damit das kleine Teil beim Nähen nicht wegrutscht, mit dem Klebeband fixieren. Zweimal mit gerade Stich darüber nähen. Jetzt den Magnetverschluss anbringen. Dazu im Futter oben die Mitte ermitteln und auf der Rückseite vom oberen Rand 3 cm nach unten messen und einen Punkt markieren. Die Scheibe vom Magnet auf den Punkt legen und die beiden Schlitze markieren. Zur Verstärkung nehme ich ein kleines Stückchen Kunstleder. Hier auch die Schlitze aufzeichnen und vorsichtig einschneiden. Auch die Schlitze im Futter vorsichtig einschneiden. Die dünnere Seite vom Magnet nehmen und von der rechten Stoffseite die Zapfen durch die Schlitze führen. Lederstückchen über die Zapfen und die Scheibe darüber. Und dann die Zapfen nach außen biegen. Nach außen trägt es nicht so auf wie nach innen gebogen. Die gleiche Prozedur jetzt im Mohairteil machen, nur beträgt hier der Abstand vom geraden Rand zur Mitte 6 cm. Jetzt die zusammengenähte gerade Kante an der Naht im Futterteil gut falzen, sodass die Kante schön glatt wird. Nun Futter und Mohairteil an dieser Kante zusammenheben und an die 25 cm Markierung anlegen und stecken. Das restliche Mohairteil nach oben legen, so dass es mit der oberen Kante und runden Ecken übereinstimmt. Darauf achten, dass die D-Ringe nach innen liegen. Alles liegt jetzt rechts auf rechts. Die 25 cm Markierungen vom Mohair- und Futterteil genau übereinander legen. Haare nach innen streichen und stecken. Gleich auch die gegenüberliegende Seite so stecken.
bis auf die unteren Kanten alles so stecken und dabei die Haare immer schön nach innen streichen. Unten seitlich Futter- und Mohairteile zusammenstecken und dabei die Haare wie immer schön nach innen streichen. Bis auf die unteren Kanten ist jetzt alles zusammengesteckt. So, und nun hier anfangen zu nähen. Gut verriegeln, dann hier so entlang nähen, bis hier und wieder gut verriegeln. Die Nahtzugaben nur in der oberen Hälfte etwas zurückschneiden. In den Rundungen kleine Dreiecke rausschneiden, so legt sich alles besser nach dem Wenden. Von unten nach innen durch die Wendeöffnung greifen und alles nach außen wenden. Die Ecken und Kanten schön rausdrücken. Die paar Haare, die trotzdem noch eingenäht sind, könnt ihr ganz einfach mit dem Kamm rauskämmen. Ich könnte auch eine Nadel verwenden, aber ich finde es mit der Nadel viel mühsamer als mit dem Kamm. Die Wendeöffnung schließen wir mit der Zaubernaht, Matratzenstich, Leiterstich, weil man hier auf keinen Fall mit der Nähmaschine entlang nähen kann. Den Link zur Anleitung für die Zaubernaht findet ihr in der Infobox oder oben rechts bei den Infokarten. Wenn ihr keine Schleife wollt, seid ihr fertig. Ihr könnt noch eine Taschenkette anbringen, einen Riemen nähen oder einen fertigen Riemen anbringen. Ich mache aber noch eine Schleife aus Kunstleder. Das Schleifenteil der Breite nach in der Mitte falten und diese Mitte mit einem Strich markieren. Rechts und links vom Strich einen Klebestreifen aufbringen, Papier abziehen und nun die beiden Seiten zur Mitte falten. Festkleben und festdrücken. Das ist die Schleifenrückseite. Faden in Nadelfädeln, doppelt nehmen und Knoten ins Ende machen. Von der Vorderseite her in Falten legen und dabei schauen, dass diese äußeren Kanten nach unten zeigen. Mit der Nadel mittig durch alle Schichten stechen. Faden durchziehen und dann den Faden mehrmals um die Schlaufenmitte wickeln. Auf der Rückseite verknoten und nochmals durchstechen. Anschließend den Faden abschneiden. Das Mittelband drumlegen, so wie es sein soll. Und dann erst von einer Seite mit Kleber einstreichen, Band anlegen, klammern und ein paar Minuten trocknen lassen. Dann die andere Seite kleben, klammern und trocknen lassen.
An der Stelle, an der ihr die Schleife auf der Klappe haben wollt, die Haare wegschneiden, ungefähr in Größe des aufliegenden Mittelteils. Klebt die Schleife so drauf, dass diese Schnittkante nach unten zeigt. Kleber auf die freigeschnittene Fläche und auf die Unterseite der Schleife auftragen. Anschließend ein paar Minuten trocknen lassen. Klappe aufmachen und auf den Tisch legen. Jetzt die Schleife aufdrücken. Mit einer großen Stoff- oder Wäscheklammer festhalten und gut eine halbe Stunde trocknen lassen. Und fertig ist eure Mohair- oder Fellklatsch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Von Conga Bergen Conga Crafts. Heute zeige ich euch. Oh Gott. Wenn euch mein Video gefällt und mein